Unsere Ängste lassen uns unsere Komfortzone nicht verlassen, ne? Und ihr wisst ja wahrscheinlich, was eine Komfortzone ist. 99% von der Menschheit leben in einer Komfortzone. Das ist okay so auch. Aber wenn wir unsere Komfortzone verlassen möchten und was Neues ausprobieren wollen, dann werden wir mit unser Ego konfrontiert, der sagt, nein, 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 mach das nicht, weil es kann schief laufen, das und das ist schon schief gelaufen bei dem und dem, das wird dir auch bestimmt passieren. Das ist Schwachsinn. Nur weil es jemand anderes passiert ist, heißt es nicht, dass es dir auch passieren muss. Und diese Stimme ist unser Ego und das ist auch unsere Angst. Hallo ihr Lieben, ich bin Jeva und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute werden wir über das Thema Ängste sprechen, einfach weil es eine sehr interessante und auch aktuelle Thema ist. Endlich mal gibt es ein Video von mir auch auf Deutsch, nicht nur Englisch. Ich freue mich riesig drauf und ja, lasst uns mal loslegen. Und heute werden wir nicht allgemein über das Thema Angst sprechen, sondern eher um gezielte Ängste sprechen, die man so alltäglich hat. Ich werde euch ein paar Ratschläge geben, was ich zu dem Thema gelernt habe und was mir hilft, meine Ängste zu bewältigen, weil wir sind ja alle Menschen, wir haben ja alle Ängste, das ist völlig normal, aber wir dürfen unsere Ängste nicht über uns entscheiden lassen, sozusagen. Und ich werde euch einfach ein paar Tipps geben, die mir sehr geholfen haben, meine Ängste besser zu verstehen. Egal welche Ängste man im Alltag hat. Das Einzige, was wir eigentlich haben, ist das Jetzt, ist unsere Realität, unser Gegenwart. Das ist das Einzige, was wir haben. Alles, was in der Zukunft passiert oder passieren könnte, eventuell, das sind alles nicht reale Sachen. Das sind Gedanken, das sind Sorgen und das sind Illusionen. Ja, das, was in der Zukunft passieren könnte, das ist eine Illusion. Das, was in der Vergangenheit passiert ist einfach nur eine Erinnerung. Es macht überhaupt keinen Sinn, Angst vor etwas zu haben, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber sehr viele Leute haben das und es ist normal und das habe ich auch ab und zu und das ist völlig okay. Das einzige Wichtige, finde ich, ist zu verstehen, dass unsere Angst, unsere Stelle zu verlieren oder dass irgendwas anderes schief laufen kann oder dass wir irgendwann krank werden oder dass irgendwas das passiert oder was anderes Schlimmes oder keine Ahnung, ein Unfall passiert oder was auch immer das sein soll, das ist nur eine Illusion, es ist nicht real. Das sind einfach nur Sachen, die wir uns ausdenken. Und dann, wenn wir uns was Schlimmes ausdenken, denken wir, ja, das könnte uns eventuell passieren. Ja, das könnte uns eventuell passieren. Und wenn wir uns darauf fokussieren, werden wir das irgendwann auch in unsere Realität mit einziehen und wir werden es manifestieren und es wird dann passieren. Also man hat immer eine Möglichkeit, finde ich, entweder sich Gedanken zu machen, was könnte, was wäre, wenn, und das Gegenteil zu machen und zu sagen, einfach nur, weil ich jemanden kenne, dem das passiert ist, heißt es nicht, dass es mir auch passieren muss. Warum? Weil das eine ganz andere Person ist. Mein Leben hängt nicht von diesen Personen ab. Wir sind nicht Zwillinge oder irgendwas, nicht seelische Zwillinge. Nur weil es irgendjemand passiert ist, heißt es nicht, dass es den anderen Personen auch passieren muss. Und so muss man das bei vielen Sachen sehen. Ja, es könnte was passieren, aber ich entscheide mich bewusst, mir keine Sorgen über irgendwas, was passieren könnte, zu machen. Ne? Ich fokussiere mich eher auf das Positive, was passieren könnte. Weil im Endeffekt manifestieren wir ja genau das, worauf unser Fokus liegt. Das ziehen wir in unsere Realität ein durch die Gesetze der Anziehung. Aber dieses Video geht nicht unbedingt jetzt darum, aber das ist einfach auch Tatsache.
Das, worauf wir uns fokussieren, das manifestieren wir. Ich finde es auch wichtig zu verstehen, warum viele sagen, ja, positive Gedanken und positives Mindset ist wichtig. Viele sagen, es ist wichtig. Ja, okay, es ist wichtig. Warum ist es dann aber wichtig? Es ist wichtig, weil wir um die 70.000 Gedanken am Tag haben. 70.000, 80.000 Gedanken. Und ich glaube, also ich will nichts Falsches sagen, aber zwischen 70 und 80% von den Gedanken, die wir alltäglich haben, wiederholen sich. Das ist Tatsache. Also, unsere Sorgen, wenn wir eine Sorge haben, es wiederholt sich. Es wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich durch unser Alltag. Und wenn wir uns auf die Ängste fokussieren, was könnte passieren, wenn, wie gesagt, wenn wir das ja irgendwann vielleicht, höchstwahrscheinlich, in unsere Realität mit einziehen. Nicht, wenn wir nur eine Gedanke haben, aber wenn es wirklich um einen Zeitraum, längeren Zeitraum geht. Deswegen ist es wichtig, sich auf das Positive zu konzentrieren. Man hat immer die Möglichkeit, sich zu entscheiden, lege ich jetzt meinen Fokus auf meine Ängste oder lege ich meinen Fokus jetzt auf die schönen Sachen in meinem Leben, die ich jetzt habe und nicht mehr auf meine Ängste. Weil unsere Ängste, die sind da, das ist okay, aber die sind nicht real, weil das unsere Sorgen sind. Das sind unsere Sorgen und die basieren aus unseren Gedanken, die ja irgendwann in der Zukunft passieren sollen. Ja, das ist alles nur eine Illusion. Wenn wir aber uns auf den Jetzt fokussieren und darauf, was wir haben, das ist ja das einzige Reale. Alles andere sind nicht reale Sachen, vor allem nicht Ängste. Man kann sich immer entscheiden, lege ich meinen Fokus jetzt auf meine Angst oder lege ich meinen Fokus auf ein positives Ergebnis. Und ich finde, das ist sehr wichtig und sehr viele Sorgen werden einfach dadurch verschwinden, weil man versteht dann auch, ja, das muss aber nicht so passieren. Nur weil ich es mir so ausgedacht habe, muss es ja nicht so passieren. Und man entscheidet ja, seine Gedanken einfach anders zu fokussieren. So, zum Beispiel, persönliches Beispiel. Ich habe in der Uni das allererste Mal eine Prüfung nicht bestanden. Ich habe eine 5 geschrieben, ja. Und diese Prüfung war eine sehr große Prüfung. Ich habe sehr lange dafür gelernt. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich nicht bestehe. Und ich hätte auch sagen können, oh mein Gott, ich habe nicht bestanden, ich bin durchgefallen. Die Prüfung ist so groß, ich habe jetzt so lange dafür gelernt, ich habe nicht bestanden. Wie kann das sein? Und man könnte sich wirklich tiefer und tiefer und tiefer in diese negative Schleife sich nach unten ziehen lassen. Sollte man aber nicht tun, weil es bringt einem ja nichts. Man fühlt sich dann nur noch schlechter. Und wenn man sich schlechter und schlechter und schlechter fühlt, ist es schwierig, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Deswegen ist es wichtig, sich auf das Gute zu fokussieren. Ja, ich habe das jetzt nicht bestanden, aber ich habe einen Zweitversuch. Und ich werde mir Zeit nehmen und ich werde sehr viel für die Prüfung lernen, damit ich eine sehr gute Note schreibe. Weil ich habe ja schon so viel gelernt, ich muss jetzt noch detaillierter lernen und ich werde das schaffen. Immerhin ist es das einzige Prüfung, was ich nicht bestanden habe. Ich werde es schaffen. Und so motiviert man sich. Und das ist bei Uni, das ist bei Schulnoten, also bei Noten so. Ne? Wenn etwas sehr Unangenehmes dann auch passiert ist. Das kann passieren. Aber es kommt immer drauf an, wo man seinen Fokus legt. Und einfach weil ich denke, ja, ich könnte auch wieder mal versagen, entscheide ich mich gegen diese Gedanke und sage stattdessen, ja, aber ich könnte auch bestehen und zwar richtig gut, wenn ich mich anstrenge. Das ist ja total möglich. Und das ist auch die Wahrheit.
Angst steht nie alleine. Hinter Angst steckt auch dein Ego. Es stehen auch unsere Glaubenssätze, unsere negative Glaubenssätze. Viele Leute, die Ängste haben, wie Verlustängste oder oh mein Gott, was könnte meine Freundinnen jetzt über mich denken? Ich könnte jetzt auch sagen, ich bin ja keine Deutsche, ich glaube, das hat man ja schon gemerkt. Ich könnte jetzt auch sagen, oh mein Gott, das ist mein erstes YouTube-Video auf Deutsch. Boah, ich mache bestimmt total viele Grammatikfehler, ich könnte ausgelacht werden. Aber ich denke, nö, ich fokussiere mich jetzt nicht drauf, weil das ist einfach nur eine Spekulation. Das muss nicht passieren. Es kann genau das Gegenteil passieren. Ich könnte Leute vielleicht helfen, mit ihren Ängsten besser klarzukommen. Wo du deinen Fokus legst, wird dein späteres Ergebnis komplett beeinflussen. Das ist sehr wichtig. Wo du deinen Fokus jetzt legst, wird deine Zukunft gestalten. So ist es eigentlich. Du hast immer die Wahl. Guck deine Ängste in den Augen. Guck deine Ängste einfach nur in den Augen und sag, du bist einfach nur eine Illusion. Das muss nicht passieren. Es kann was Gutes passieren. Du bist einfach nur eine Gedanke. Mehr bist du nicht. Und so muss man das sehen. Guck deine Ängste genau in den Augen und verstehe, dass sie nur Illusionen sind. Die sind nicht die Wahrheit. Das muss nicht passieren und das wird auch nicht passieren, wenn du deinen Fokus auf was anderes legst. Und das ist das Beste, was du tun kannst, egal welche Ängste das sind. Und ja, bei manchen Ängsten ist es einfacher, bei anderen ist es schwieriger. Ich verstehe das. Aber grundsätzlich ist das Prinzip gleich. Guck deine Ängste direkt an und mach dir keinen Kopf, mach dir keine Sorgen mehr, weil die müssen ja nicht passieren. Und wenn du deinen Fokus änderst, werden die auch nicht passieren. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentiert gerne, was ihr dazu denkt, ob es euch gefallen hat. Und ja, abonniert auch meinen YouTube-Kanal. Das wäre natürlich traumhaft toll. Und wenn ihr auch Videos auf Englisch sehen wollt, ich habe sehr viele Videos auf meinem Kanal auch auf Englisch über solche Themen. Ich habe auch noch eine Facebook-Gruppe, The Heaven on Earth Community heißt sie. Ja, das Content ist auf Englisch. Ich mache mehrere Male im Monat, ich mache mehrmals im Monat, so sagt man das, ne? Ich mache mehrmals im Monat ein Live über solche und auch sehr ähnliche Themen. Die Community wächst und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich da zu sehen. Und ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und hab einen wundervollen Tag. Tschüss!